Pfiffe gegen MAP, aber 2:0 gewonnen. Langweiliges Spiel, ja, ist aber auch nicht mehr ganz so wichtig, aber wenigstens 3 Punkte. Aber viel wichtiger waren die Fans und ein paar Geschichten vorher mit Mourinho, falls er kommen sollte und so weiter, Wunschspieler et cetera pp. Willkommen zurück auf meinen Kanal. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Hier ist es grade 3 Uhr nachts übrigens, Freunde. Ja, ich mache das für euch um, ja, fast 3:30 nachts, anders geht das nicht. Aber da könnt ihr mal sehen, ne? Absolut hier stabil, würde ich behaupten, auch wenn ich müde bin, aber egal. Das Spiel heute Abend, ja, fing ja auch erst später an und, ja, ich muss sagen, ihr kennt ja meine Meinung und ihr schreibt das ja auch immer gern unter. Man braucht jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben zwar 3 Punkte geholt, aber es war kein gutes Spiel, ne? Der Gegner war Letzter mit Abstand 10 Punkte Rückstand, auf Platz 19 und dementsprechend haben sie sich gut gehalten und wir haben, ja, bisschen rumgeeiert und ja, Vinny Junior Pfiffe bekommen, so ein bisschen teilweise Pfiffe und das hörte dann aber im Spiel auf. Und, ja, Bellingham kann ich dazu sagen, schönes Tor gemacht, ist aber auch eingewechselt worden. Aber wie gesagt, das ist auch alles jetzt nicht mehr, da muss man eigentlich gar nicht groß, philosophieren, drüber reden, wer jetzt eingewechselt wird oder nicht. Das ist jetzt alles für die Katz, sage ich mal, die Spiele. Hauptsache, wir bringen es zu Ende. Wir werden so und so Zweiter bleiben. Ob wir jetzt alle Spiele verlieren sollten oder alle gewinnen, das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr. Frage ist immer nur, wie man sie spielt. Und ich bin der Meinung, dadurch, man konnte es sehen, es waren nur 62.000 Zuschauer da. Man konnte richtig sehen, dass viele Plätze frei waren. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass diese Plätze normalerweise nicht frei wären, weil auch dort musst du die Karten vorher, also es ist ja nicht so einfach, Karten zu bekommen. Und 62.000, 85.000 passen rein. Da könnt ihr schon sehen, ja, die meisten interessiert das denn nicht mehr, weil im Endeffekt man zeigt den Fans nicht unbedingt, dass man Lust hat. Und das konnte ich eben auch wieder beim jetzigen gestrigen Spiel sehen. Es war einfach, ja, um das nochmal anzusprechen, es war jetzt nicht gerade geistreich und es war kein schöner Fußball, aber was ich eben gut fand, um das auch nochmal zu betonen, ist, dass Alaba wieder gespielt hat, vielleicht das letzte Mal. Ich hoffe natürlich, dass er die letzten beiden Spiele auch nochmal spielt. Und im Mittelfeld der La Liga wird das eigentlich viel spannender vom Platz, ich müsste jetzt lügen, 8 bis 16, 17 sind das ja, glaube ich, nur 2 Punkte. Also wer da natürlich seine Mannschaft hat und wer das nochmal interessant findet, da könnte es noch auf jeden Fall spannend werden. Oben, ja, ist es jetzt nicht mehr alles so groß spannend auf jeden Fall. Naja, wir haben auf jeden Fall 2:0 gewonnen. Ihr seht das Ergebnis und es war, wie gesagt, kein gutes, sag ich mal, Spiel, aber wir haben gewonnen. Ja, dann kam aber MAP rein und da haben natürlich auch der Moderator in Deutschland, ich habe es diesmal über, ohne Werbung zu machen, aber über DAZN geguckt und er war ziemlich, er hat gesagt: „Jetzt bin ich gespannt." Ich finde das auch so ein bisschen schlimm, wenn man das so macht. Ich sage auch gleich meine Meinung, wie ich dazu stehe noch mal. Ähm, Er fand das, wie soll ich sagen, interessant zu sehen, was passiert ist. Wird es jetzt laut im Stadion? Pfeifen sie jetzt wirklich? Weil die Geschichte, dass die Realfans, ähm, Mbappé da nicht mehr sehen wollen, ist ja eindeutig mit den Unterschriften, wenn dann das stimmt. Manche haben ja von 3, 4, 5 Millionen geredet, das ist natürlich Quatsch, aber es wurden auf jeden Fall einiges oder einige mehr Unterschriften als eigentlich geplant. Und ja, meine Meinung dazu sage ich gleich noch mal. Auf jeden Fall kam Mbappé rein und es war laut, ja. Heftig viel Pfiffe und so weiter und so fort. Er hat zwar die ganze Zeit gelacht, damit konnte man sehen, dass er konnte da wohl nicht ganz so mit umgehen, deswegen hat er gelacht. Das ist so meine Meinung. Das ist kein Lächeln gewesen, das ist auch ein junger Spieler. Und jetzt kommt auch meine Meinung dazu. Überlegt euch mal, ja, der Reporter hat es auch gesagt, die haben zwar Millionen auf dem Konto, aber es ist auch nur ein Mensch. Und wenn da so viel Menschen pfeifen und du trotzdem die ganze Saison so viel Tore geschossen hast und trotzdem pfeifen sie, dann macht das was mit dir, ne? Und er hat das so ein bisschen runtergespielt mit den Lachen und man konnte auch sehen, er wollte den Freistoß schießen, er wollte dies, er wollte jenes. Ja, ist natürlich risikoreich, ne? Wenn das jetzt reingegangen wäre, keine Ahnung, dann wäre das wahrscheinlich besser für ihn ausgegangen, aber trotzdem hätten sie gepfiffen. Sie wollen ihn einfach da nicht mehr. Ich muss sagen,
das ist schmei also, ich fand das nicht gut, die Sardinien-Geschichte und, als Einziger und sein Ego, da haben wir nun so oft schon drüber gesprochen. Bellingham hat auch Ego, aber der ist eben da, trainiert und diese ganze Scheiße, die bei uns aktuell passiert, wenn es denn überhaupt so extrem ist. Perez hat das ja ein bisschen bei seiner Pressekonferenz alles so gar nicht angeschnitten, beziehungsweise ein bisschen so runtergespült oder wie man das so sagt, runtergespielt, nicht runtergespült vielleicht auch, aber runtergespielt. Es wird schon was dran sein. Das ist immer so 'n Mittelding, ne? Aber ich finde einfach, dass es trotzdem wie soll ich's also, ich habe ja schon gesagt, er macht so viel Tore und es ist Real Madrid und wir sind anders. Es ist immer schon so gewesen. Aber nach so kurzer Zeit ich meine, es ist ja nicht nur die Sardinien-Geschichte, es sind ja auch andere Geschichten, aber es ist schon hart und, ich weiß nicht persönlich. Ich will ihn eigentlich also, ne, dass er weg ist ich habe das Problem, es ist ja man muss ja sehen, Vinny, Mbappé. Ich will nichts Falsches sagen, viele, denke ich mal, die stehen alle hinter Vinny, weil er nun auch schon länger da ist und im Endeffekt Real Madrid mit verkörpert, wahrscheinlich mehr als Mbappé. Wenn's danach geht, könnte man das machen und sagen: „Okay, Mbappé muss gehen.“ Aber, wenn's spielerisch und toremäßig geht gut, wenn Mbappé nicht da ist, spielt Vinny auch anders. Jetzt nicht am Ende dieser Saison, aber wenn 'ne neue Saison und wir kennen ihn ja, wie er spielt, wenn Mbappé nicht da ist, dann sieht das auch anders aus. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass ein Vini Junior niemals so viel Tore machen wird wie Mbappé und Tore sind ja nun mal wichtig und ich weiß es nicht, ich stehe auch zwischen den Stühlen, aber beide dazulassen wird es wird einfach nicht funktionieren. Und jetzt kommen wir auch noch zu Mourinho. Wenn Mourinho kommt, er hat sich ja angeblich weiß nicht, ob er sich schon ausgesprochen hat oder versöhnt mit Vini, aber ich weiß nicht, so gut funktioniert das, glaube ich, trotzdem nicht und, das also, es ist viel große Baustellen und ich schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, aber ich bin der Meinung, einer muss gehen. Beide zu behalten, wird auch ein Mourinho nicht schaffen und ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Es ist aber im Endeffekt beides scheiße. So, es ist große Scheiße, sagen wir mal wirklich, ob Vinny weg muss oder Mbappé. Es ist scheiße eigentlich. So, weil es eigentlich schon also Vinny vor allen Dingen also, ich merke es ja auch, Vinny verkörpert mehr und ist auch länger da und hat auch schon die Erfolge gefeiert mit Mbappé. Deswegen ist es natürlich schwer. Wenn man natürlich sagt, wir kaufen, Mbappé und holen dafür Haaland, weil preislich könnte das denn ja, das würde gut passen. Dann sage ich mal so, wir wissen, dass Haaland Tore schießen kann und Vini kann auf seiner Position spielen. So, dann gibt's keine Diskussion, weil Haaland spielt nicht die Vini-Position oder Schrägstrich die Mbappé Position. Deswegen würde das eigentlich wunderbar funktionieren. Rechts weiß ich nicht, wie wer auch immer jetzt kommt, wie geplant ist. Das lassen wir jetzt auch mal offen. Das müssen wir erst mal abwarten. Das ist auch noch lange hin und die Transfermarkt geht noch auf. Die Weltmeisterschaft steht jetzt vor der Tür. Und ja, ich ich bin aber der Meinung oder ich habe das so ein Gefühl, dass Mbappé und Vini da bleiben werden. Und es wird auch kein Haaland gekauft. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, weil erstmal muss hinten viel passieren. Und wenn Mourinho kommt, dann möchte er ja auf jeden Fall Antonio Silva mitnehmen. Der spielt ja gerade bei ihnen und da kann ich sagen: „Top, wir brauchen so und so hinten, das muss aufgeräumt werden da hinten.“ Und Mourinho hat aber auch noch 2 andere, ein Torwart. Ich habe das jetzt alles heute oder gestern nur nebenbei gehört. Da möchte ich auch gar nicht drauf eingehen, weil meines Erachtens ein Torwart wir haben Courtois. Erstmal ist er auch 'n guter, glaube ich, den er mitnehmen bringen. Schreibt mal in die Kommentare, ich komme jetzt nicht drauf, ist auch zu spät vielleicht. Aber brauchen wir auch gar nicht drüber reden, weil Courtois wird die Nummer 1 bleiben. Und derjenige, den er da, glaube ich, mitnehmen will, der wird sich nicht mal die ganze Zeit auf Nummer als zweiter Torhüter der wird sich da nicht auf die Bank setzen. So, und der Dritte weiß ich's gar nicht mehr, aber es war auch, wo ich sage: „Ne, ist jetzt nicht so, was wir brauchen.“ Ich sage einfach aber hinten Innenverteidiger, definitiv kann er mitnehmen, falls Mourinho dann überhaupt kommt, so. Geht aber man das ist ja wohl 90 und es soll ja schon fast durch sein, dass Mourinho wohl dabei sein wird. Ja, und deswegen, ich bin gespannt, was dann passiert. Beide behalten. Ich weiß nicht, ob das klappt. Perez wird wahrscheinlich beide behalten wollen und dann wird's auch so gemacht. Das mit den wer sich da jetzt zu, Präsidentschaftswahlen noch gestellt hat, lasse ich jetzt mal raus.
Ist jetzt auch wir werden sehen, was dabei rauskommt. Obwohl auch nicht, es wird so und so Peres bleiben. So, ganz einfach. Peres wird einfach Präsident bleiben und gut ist. Deswegen brauche ich da gar nicht so viel drüber zu philosophieren eigentlich, weil ich einfach der Meinung bin, zu 99,9% wird Peres Präsident bleiben. So, ganz einfach. Und dann wird Mbappé und Vini Junior wahrscheinlich da bleiben. Ich weiß es nicht, kann mich auch täuschen. Und dann wird es schwierig für Mourinho, für Klopp, egal wer kommt. Es wird schwer, weil die beiden es wird dasselbe Problem nächste Saison auch bleiben. Also, wenn sich nichts ändert. Gut, I don't know, ich weiß nicht. Hinten muss sich vieles ändern, wenn das natürlich stabil ist, wenn das Mittelfeld stabil ist, wenn Arda Güler also, wenn Mourinho kommt, wird Arda Güler, gehe ich ganz stark von aus, fest 90 Minuten durchspielen und, das große Problem nach der Abwehr wird einfach vorne sein. Das wird egal wer rechts kommt, ob ne, das ist scheißegal. Problem wird am Ende des Tages vielleicht wieder die Mannschaft auf Dauer sein. Mit Valverde muss man ja auch gucken, ob er bleibt oder nicht. Fakt ist auf jeden Fall, Vini und MAP wird ein großes Problem sein. Ich kann mir auch nicht also, wenn die Fans MAP nicht haben wollen, dann wird's schwer. Dann muss Perez sehen, wie willst du 'ne ganze Saison so spielen? Ich weiß nicht. Man hat das heute gesehen. Das wird gut, jetzt kommt die Weltmeisterschaft. Vielleicht haben die vergessen tun wir nicht. Real Madrid vergessen das nicht. Das werden sie nicht vergessen. Deswegen es wird schwierig werden für Mbappé, ganz schwer. Es ist auch 'n bisschen traurig, da also, ich fand's gestern wie gesagt, ich bin so 50-50, aber es ist, wenn ihr überlegt, der ist noch jung, ne? Wie alt, 26, Sie überlegt euch das mal, ne? Und stell mal vor, ihr steht da und so viele Leute pfeifen euch aus. Das muss schon hart sein. Und wenn er dann zu Hause ich glaube, das ist nicht einfach. Und obwohl er so viel Tore schießt, ne, Leute, also, es ist schon hart. Aber wir verzeihen eben nicht und ich spreche jetzt auch in der in der Wir-Form trotzdem. Und ja, Sardinienurlaub, dies et cetera pp. War vielleicht ein zu viel, ne, zum Schluss mit den Sardinienurlaub, während seine Kollegen trainieren und so weiter und dann dieses zu spät ankommen und obwohl das Spiel ist, statt auf der Tribüne zu sitzen und. So dieses Desinteresse kommt natürlich nicht so gut an, ne, bei uns, ja. Aber es ist ja, gut, pfeifen muss man, aber die Unterschriften, das macht ja auch was mit ein. Das ist schon hart, ne? Aber, tja, was soll ich sagen, ne? Also, ja, muss man so akzeptieren und, er muss es vor allem akzeptieren und ich bin gespannt, was passiert. 2:0 wie gesagt gewonnen. Pfiffe gegen MAP, gegen Vini Junior auch ein bisschen, aber das hat sich ja dann gelegt. Kein schönes Spiel, aber 3 Punkte, wen interessiert. Wayne, einfach die Saison zu Ende spielen und dann ist gut. Dann würde ich mal sagen, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so seht mit MAP, so was also, meine Meinung habt ihr jetzt gehört und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Folgt diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Verlinkt ihn, hypt ihn und so weiter und macht Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, knallt in die Tastaturen und bis zum nächsten Mal, Freunde.